Mein Konzept vom höhenverstellbaren Möbelfuß, also dieses Ding hier, herstellen ohne Schweißen? Geht das? Hi und willkommen beim DIY Place, dem Platz für alles Selbstgemachte. Mein Name ist Klaus. Ich hatte vor gut 4 Monaten einen Zuschauerkommentar bekommen auf mein Konzept zum höhenverstellbaren Möbelfuß. Henry Behrens fragte, nicht schlecht, und wie mache ich das ohne Schweißen? Und ich dachte sofort, hey geil, eine Challenge, da habe ich Bock drauf. Leider hatte ich bisher sehr wenig Zeit dazu. Sorry lieber Henry für die Wartezeit. Aber jetzt kommt dieses Konzept ganz ohne Schweißen für dich. Ich habe mir einiges an Gedanken gemacht, wie dieses Konzept funktionieren kann. Tatsache ist es mir sehr schwer gefallen, auf ein wichtiges Werkzeug, das Schweißgerät, zu verzichten. Das war jetzt echt mal eine interessante Erfahrung. Ich denke aber, ich habe ein gutes Konzept raus. Zunächst einmal brauchen wir folgende Teile. Im Prinzip wie hier eine Metallplatte von 6 x 6 cm und einer Stärke von 4 mm und eine kleinere Metallplatte von 4 x 3 cm und eine Stärke von 5 mm. Das wäre dann das Material. Außerdem lege ich mich einfach mal auf M12 Material fest, also brauche ich eine M12 Gewindestange. Die werde ich auf 7 cm abschneiden. Außerdem noch 2 M12 Muttern, also normale Muttern, und eine Langmuffe. Die hat eine Länge von 4 cm. Außerdem brauchen wir noch ein Stück Holzbalken als Fuß. Ich verwende dafür ein trapezförmiges Restmaterial. Ich werde es auf 6 cm abschneiden. Ihr könnt aber auch genauso gut ein rundes Holz oder ein dickeres Material verwenden oder ein Sechskantmaterial für eine besondere Optik. Eigentlich egal, denn das hier ist nur der sichtbare Teil vom Fuß. Das eigentlich Interessante bauen wir ja in das Holzstück ein. Und dann brauchen wir noch eine Holzplatte, welche als Adapterplatte zum Möbel dient. Ich verwende hierfür eine 18 mm starke und 10 x 10 cm große Bucheplatte. Diese Platte brauchen wir aber nicht unbedingt. Wieso, weshalb, warum? Das sehen wir dann gleich, wenn wir alles zusammengebaut haben. Haben wir alles an Material geschnitten, kümmern wir uns als nächstes um die normale M12 Mutter. Nur eine Mutter bekommt ein kleines Loch von 3 mm Größe auf einer Seite. Das machen wir, um die Mutter mit der Gewindestange zu fixieren. Und zwar so, dass sich später nichts mehr aufdrehen kann. Und dann kümmern wir uns um die große Metallplatte. In der Mitte brauchen wir eine 12er Bohrung, eben für die M12 Gewindestange. Und außen 4 mm Bohrungen für die Schrauben, um die Metallplatte dann am Möbel oder an unserer Adapterplatte eben anzuschrauben. Wenn wir die Bohrungen gut senken, dann stehen die Schrauben dem Fuß auch nicht mehr im Weg. Wichtig ist ein geschnittenes Gewinde neben der Mittelbohrung bzw. außerhalb von der Mutter. Wozu das Gewinde ganz genau gut ist, dazu kommen wir dann aber gleich. Die kleine Metallplatte wird unterhalb vom Fuß in das Holzstück eingeschraubt. Dies braucht also nur 2 gesenkte Bohrungen. Und dann kommen wir auch schon zum Holz. Die Holzplatte braucht 4 gesenkte Bohrungen, um die Gesamtkonstruktion am Möbel anzuschrauben, und eine größere Mittelbohrung. Hier muss aber die M12 Mutter rein. Ich verwende dafür diesen flachen 22er Bohrer. Der Fuß braucht zum einen eine Durchgangsbohrung, wo die M12 Langmuffe reinpasst, und zum anderen eine kürzere Bohrung, wo eben die normale M12 Mutter reinpasst. Für die kürzere Bohrung werde ich dann wieder den 22er Bohrer hier benutzen und für die Durchgangsbohrung dann einen 15er Holzbohrer. Denn die Langmuffe hat einen Durchmesser von 14,6 mm.
Als Langmuffe habe ich hier eine runde Version, habe ich aus dem örtlichen Baumarkt geholt. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil ich so mit einem simplen Bohrer die Passbohrung hier in das Holz bekomme. Nachteil von dieser Version: wir müssen es aber schaffen, die Langmuffe stabil im Holz zu verankern. Denn wir verstellen ja die Höhe letzten Endes vom Fuß, indem wir hier an dem Holz drehen. Sitzt die Muffe nicht fest genug im Holz, dann würde sie einfach durchdrehen. Also greife ich mal auf ganz simplen Zweikomponentenkleber zurück, um die Muffe hier in dem Holz einfach einzukleben. Außerdem müssen wir an der Unterseite vom Fuß noch ein kleines Quadrat einfräsen. Hier wird nämlich die Metallplatte drin versenkt. Ist das Ganze geschafft, drehen wir die Mutter mit der Bohrung einfach auf die Gewindestange und bohren das Loch weiter in die Gewindestange hinein. Hier können wir praktisch alles verwenden, was in die Bohrung passt, um das Ganze zu sichern. Ich benutze eine alte Schraube, werde die dann da hineinprügeln und sie einfach an der Oberfläche abschneiden. Und so können wir nochmal zusätzlich sicher gehen, dass sich hier auch garantiert nichts mehr aufdreht. Jo, und jetzt können wir alles zusammenbauen. Ich fange jetzt gleich mal mit dem Fuß hier an. Auf der Unterseite haben wir ja die Vertiefung für die Metallplatte. Auf der Oberseite ein etwas größeres Loch für die Mutter. Und jetzt müssen wir nur noch die Langmuffe, die ich vorher mit dem Winkelschleifer etwas perforiert habe, hier hineinkleben. Das habe ich gemacht, damit der Klebstoff einfach etwas mehr Oberfläche hat. Als Klebstoff verwende ich Uhu Flüssigmetall. Und während der Fuß vor sich hin trocknet, schrauben wir die Metallplatte zusammen. Hierbei müssen wir darauf achten, dass der Gewindestift auf die Seite kommt, wo die gesenkten Löcher sind. Hier oben haben wir ja auch die M3 Gewindebohrung drin und da kommt jetzt unsere M3 Schraube hinein. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die Schraube so versenkt ist, dass wir hier eine flache Fläche haben. Denn auf diese Seite muss ja schließlich die nächste Mutter drauf. Dann das Ganze natürlich richtig gut anziehen. Und fertig ist der zweite Teil vom Fuß. Was wir jetzt hier haben, ist eine Sicherung für die Schraube. Die kann auf keinen Fall mehr hier wieder rauskommen. Die Schraube sichert das Verdrehen von der oberen Mutter und die obere Mutter ist verbunden mit der Gewindestange. Und somit kann auf Dauer sich hier garantiert nichts mehr verschieben. Dann können wir das Ganze nur noch zusammenschrauben
Und fertig ist unser höhenverstellbarer Fuß ganz ohne Schweißen. Bei diesem Aufbau lassen sich die Füße in unterschiedlicher Höhe herstellen. Bei der Konstruktion habe ich darauf geachtet, dass der Fuß auch bei seitlichem Druck stabil genug ist. Deshalb die beiden Schrauben an der großen Metallplatte. Die kleine Metallplatte unten am Fuß wird gebraucht, um den Druck vom Möbel besser auf den Boden zu übertragen. Unterhalb vom Fuß können wir dann noch ein Filzpad ankleben, dadurch schützen wir unseren Boden und der Fuß lässt sich besser drehen. Haben wir in unserem Möbel aber Platz, um die Mutter oberhalb von der großen Metallplatte unterzukriegen, dann können wir auf die Adapterplatte ganz einfach verzichten und eben die Bohrung hier direkt in unser Möbelstück setzen oder in unsere Werkbank. Wichtig ist hierbei nur, dass wir daran denken, diese kleine Zusatzschraube, die hier absteht, eben hier noch mit reinzubohren. Auf jeden Fall können wir den Fuß, so wie der hier ist, ohne Filzplatte unten und ohne Adapterplatte, auf maximal, also fast 10,2 mm einstellen. Und komplett eingefahren auf 6,9 cm. Und hier nochmal beide Versionen in der Gegenüberstellung. Auch bei der geschweißten Version habe ich eine Adapterplatte. Der Sinn ist aber ein kleines bisschen ein anderer. Denn wenn ich den Fuß möglichst tief runterschrauben will, dann guckt der Gewindestift hier oben einfach raus. Und um den zu versenken, habe ich dann die Adapterplatte. Hier oben ist dann mein Möbel oder meine Werkbank eben flach angeschraubt. Und hier drin habe ich dann nochmal 18 mm Platz, um den Tisch dann eben noch ein bisschen tiefer runterzufahren. Bei dieser Version hier, also hier hängt ja die Mutter oben drauf bzw. Langmuffe und hier ist das Ganze negiert. Hier hängt ja die Mutter eben unten. Natürlich könnte ich das Teil mit einer Schraube hier oben an dem Metall einfach anschrauben. Dadurch nehme ich mir aber hier ein paar Gewindegänge weg und dementsprechend auch wieder mehr Hub, um eben meinen Tisch zu verstellen. Und hier nochmal ein kleiner Tipp an der Stelle. Möchtet ihr einen großen Fuß herstellen, wo zwei Gewindemuffen übereinander passen, dann empfiehlt es sich, beide Muffen erstmal über eine Gewindestange zu schieben und dann das Gesamtpaket einzukleben. Grund ist ganz einfach, damit beide Muffen mit den Gewindegängen in einer passenden Konstellation zueinander eingeklebt sind und eben nicht verdreht sind. Das Video mit der geschweißten Version zu dem höhenverstellbaren Fuß findet ihr hier oben. Wie findet ihr aber diese Version von dem höhenverstellbaren Fuß? Ist sie besser als die geschweißte Version? Schreibt's gerne hier unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Ansehen vom heutigen Video. Wenn ihr mögt, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, haut rein und habt eine schöne Zeit.